Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin auf der Spielwarenmesse und bin hier am Stand von Open Bricks beim Dr. Stefan Reißner. Der ist der Inhaber dieser Open Bricks und die haben hier Beleuchtungssteine, die ich kenne vor 4 Jahren unter dem Namen Lightstacks. Und jetzt begrüße ich erstmal Herrn Dr. Reißner und freue mich, dass wir das jetzt hier mal hören, warum das jetzt eigentlich so ist. Warum heißen die jetzt nicht mehr Lightstacks? Hallo Herr Pernsteiner. Ja, der Erfinder und Inhaber der Markenrechte von Lightstacks hat sich entschieden, die Marke umzubenennen auf Stacks. Er hat das gemacht, weil durch die Kontakte von Lightstacks sind nicht nur Lichtsignale leitbar, sondern auch Soundsignale. Stellen Sie sich vor, eine Dampflok, die ihr schönes Zischen von sich gibt, oder ein Polizeiauto, das eine Sirene hat. Das ist alles auch mit Lightstacks-Steinen möglich. Und eben um diese größere Vielseitigkeit von Lightstacks zum Ausdruck zu bringen, ist eben der Markenkern sozusagen im Namen Stacks übrig geblieben. Das Light ist verschwunden. Ich finde das ein bisschen schade persönlich, weil Light und die Beleuchtung der Klemmbausteine war schon immer das zentrale sozusagen Anliegen und auch die zentrale Eigenschaft von Lightstacks, beziehungsweise jetzt Stacks. Und von daher ist es bei mir im Sprachgebrauch schon noch manchmal so, dass ich das auch Lightstacks nach wie vor nenne, aber die offizielle Marke heißt jetzt Stacks. Schauen wir uns die mal aus der Nähe an. Ich selber kenne die ja schon, ich habe die vor 4, 5 Jahren schon mal hier auf der Messe gesehen. Das sind also Steine, der normale Raster, 8 mm Raster, den man kennt von den Steinen aus Dänemark. Und das Geheimnis dabei ist, dass die dann oben drauf am Pin und unten Kontakte haben. Richtig. Und zwar, wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie auf jeder Noppe 2 metallene Pinne. Die stehen für Plus und Minus und die haben zur Konsequenz, ich demonstriere es mal gerne an einem Stein, dass ich nur eine Noppe miteinander verbinden muss und schon geht das Licht von einem Stein zum anderen Stein. Und das ist im Grunde der platzoptimierteste Mechanismus, um Licht von einer Quelle zur nächsten weiterzugeben. Können wir das mal auf der Gegenseite anschauen, das Gegenstück? Ja, machen wir gerne. Wenn Sie es von unten anschauen, sehen Sie da eben so Metallplättchen und die sind eben dann genau die Gegenstücke zu Plus und Minus, damit ich da den Stromimpuls auch weitergeben kann. Das heißt, der eine ist in der Mitte und der andere ist irgendwo außen. Genau. Und deshalb funktioniert das dann. Ganz genau. Und diese Weitergabe geht dann jetzt hier nur mit den normalen Lichtsteinen? Die geht hier mit dem Stein. Wir haben inzwischen aber auch weitergearbeitet und ein paar interessante Neuerungen entwickelt. Neuerung Nummer 1 ist der sogenannte Konnektor. Ich löse mal hier einen Konnektorstein ab. Den haben wir im Augenblick noch nur von unten leitend, noch nicht nach oben, aber wir können das trotzdem hier auch mal demonstrieren. Ich habe hier auch einen Powerstein, einen ganz normalen. Ich schalte ihn mal an. Stellen wir uns vor, wir haben hier einen Lightstacks und wollen jetzt über einen ganz normalen Legostein hinweg Licht leiten und an anderer Stelle wieder fortsetzen mit dem Thema Licht. Dann können wir diesen Konnektor hier aufsetzen, verbinden ihn mit dem Lightstacks-Stein und wir sehen, wir haben das Licht erfolgreich übertragen von einer Seite zur anderen. Das gleiche kann ich genauso auch machen mit Kabeln. Wir haben Kabel, verschiedene Formate. Hier ist es ein 1x2-Stein jeweils am Ende der Kabel. Wir haben es aber auch als 2x2-Stein. Wir haben diese Kabel in verschiedenen Längen von 10 cm bis 80 cm, sodass ich in meinem Modell jeweils entscheiden kann, ich habe jetzt hier Licht und ich möchte an einer anderen Stelle vielleicht mit dem Thema Licht weitermachen. Da kann ich es jetzt von oben oder von unten andocken und wir sehen, über das Kabel sind wir jetzt auch an einer ganz anderen Stelle und ich kann in meinem Modell an der Stelle eben mit Licht weitermachen, wo ich es möchte. Und das alles nur in eine Dimension oder geht das dann auch irgendwie ums Eck rum? Hier geht es eben auch von oben und unten bei dem Kabelstein. Ums Eck können wir auch. Da haben wir inzwischen hier diesen Richtungswechslerstein, wo ich eben, ich mache es mal an ein Beispiel vor. Wir haben Das heißt, jetzt da könnte ich einen Autoscheinwerfer den Stein draufgesetzt, genau, und ich könnte einen Autoscheinwerfer machen. Ich gucke mal, ob ich jetzt gerade auch einen finde, der, ja, nehmen wir mal das orangefarbene Licht. Ja. Moment mal eben, ich habe ihn, glaube ich, noch nicht richtig am Saft.
Oder wir haben einen Montagsstein. Nee, da geht es. Sehen wir mal. Also wir haben die Richtung gewechselt. Jetzt könnte ich an einem Zug oder einem Auto das einfach nutzen für einen Scheinwerfer, den ich entsprechend zwischen den, der jetzt hier mit dem Kontakt ist, überdeckt mit einer Plate und dann ist das hier auch nicht mehr sichtbar. Genau, genau. Also da sind eigentlich viele Möglichkeiten. Wir haben inzwischen auch Laternen entwickelt. Das kann ich hier vielleicht mal auf der großen Platte zeigen. Gerade für Eisenbahnfans oder Leute, die gerne eine Lego-Stadt oder ähnliches bauen wollen, können wunderbar mit der Lampe ihre Straßen oder Bahnsteige oder was auch immer beleuchten. Das sind so 8 cm ungefähr von der Höhe her. Genau. Ja, wir entwickeln aktuell einen Konnektor, der wie gesagt auch nach oben geht, weil das ist eine Anfrage, die haben wir recht häufig bekommen, dass ich also nicht gezwungenermaßen erst nach unten und dann wieder nach oben bauen kann, sondern am besten gleich das Lichtsignal nach oben weitergeben. Da kann ich aber noch nicht versprechen, wann wir da mit der Marktreife sind. Muss ich das immer mit Batterien machen? Ja, oder wie läuft das? Wir haben noch 2 weitere Dinge, die ich da gerne ansprechen möchte. Wir hatten ursprünglich immer diese Powerbase, die wir über das USB-Kabel hier an diesem Port aufladen können. Ähnlich wie man ein Handy auflädt. Und dann habe ich eben diesen 4x4-Stein als mobile sozusagen Energiequelle. Und ich kann jetzt dann die Energiequelle hinstellen, tun, verändern, wo ich will. Ich habe immer den Strom dort. Diese Powerbase hat allerdings einen Nachteil. Auf den haben uns viele Fans, die gerne Modelle für ihre Vitrinen oder auch Händler, die für das Schaufenster gerne was bauen, gebracht. Diese Powerbase wird, wenn man sie dann von der Stromquelle abkoppelt, weil man eine Zeitschaltuhr dran hat oder einen Lichtschalter, mit dem man die Base ein- und ausgeschaltet hat, dann verbraucht die Base natürlich noch die Energie, die sie jetzt im Akku drin hat. Wenn das aber nach ein paar Stunden dann sozusagen aufgebraucht ist, dann ist diese Basis aus. Ich schalte jetzt mal den Ausmodus. Und ein neues Anschließen an die Stromquelle sorgt jetzt nicht dafür, dass ich sofort den Stein wieder am Leuchten habe. Es gibt aber eben Bausteinfans, die möchten gerne, dass das dann wieder am Licht ist, wenn der Timer wieder auf angeht oder der Lichtschalter wieder eingeschaltet wird. Und dafür haben wir eine neue Powerbase entwickelt. Das ist ein 2x4-Stein. Und wenn ich den einmal auf betriebsbereit gestellt habe, dann, ich habe ihn jetzt nicht mit einer USB-Kabel verbunden, aber stellen wir uns vor, das wäre der Fall, dann bräuchten wir jetzt einfach nur den Stein zu verbinden und er leuchtet und er wird jetzt über einen Timer ansprechbar sein und schaltet sich dann ein und aus, ganz wie ich das möchte. Das heißt, den nehme ich dann, wenn ich so permanent irgendwo ein größeres Haus beleuchten möchte, irgendwo schön zur Schau stellen möchte, Genau. Dann nutze ich sowas. Ne? Genau. Und ich brauche dann nicht immer umständlich ums Modell rum und wieder aufs Logo drücken, um Strom zu bekommen, sondern ich habe den Stein einmal vernünftig irgendwo platziert und dann kann ich über einen Schalter, einen externen Schalter, das Ganze an- und ausschließen. Und diese Stacks gibt es in allen gangbaren Farben? Ja, genau. Wir haben also 10 matte und 10 transparente Farben. Da kommt man eigentlich schon recht weit mit. Theoretisch wären auch weitere Farben möglich, aber bisher sind eigentlich die Signale, die wir von den Bausteinfans kriegen, so, dass sie da eigentlich glücklich sind mit den Farben, die wir heute am Start haben. Gut, Ja. Das heißt, diese Open Bricks, Firma, mit der Sie diese Stacks machen, die macht aber nicht nur diese Beleuchtungsgeschichten. Richtig. Wir haben in 2021 auch begonnen mit ganz konventionellen Bausteinen und haben uns da ganz explizit gefragt, ja, was gibt es eigentlich für Nischen, die von den etablierten Herstellern noch nicht besetzt sind, wo aber trotzdem wir sehen, da ist ein Interesse und auch ein Platz da für uns und haben da bisher auch sehr gute Echos und Erfahrungen bekommen. Und da sind 2 Dinge, die mir besonders am Herzen liegen. Das eine ist, wir haben begonnen mit einer Reihe von Serien, wo wir für uns das Gefühl hatten, da sind nicht so viele Angebote im Markt, aber ein großes Interesse. Und wir sind da gestartet mit einmal einer Dinosaurier-Serie, da haben wir 5 Modelle, die ich deshalb besonders liebe und auch empfehlen kann, weil wir hier konsequent mit Bedruckungen arbeiten, statt mit Aufklebern. Unsere Sets zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur schön in der Vitrine aussehen, sondern dass sie wirklich auch bespielbar sind. Ich kann die Teile Körper, Kopf,
Schwanz, Beine bewegen, ohne dass ich gleich alles in der Hand habe. Sie sind wirklich robust und wirklich auch bespielbar. Wir haben auf hochwertige Verpackungen, das sieht man vielleicht jetzt im Video nicht optimal, aber man kann es erahnen, die so ein bisschen einen 3D-Charakter wiedergeben. Wir haben Henkel zum Tragen. Wir haben auf jeden Dinosaurier-Karton auch eine kleine Faktenschilderung, was zum Triceratops in dem Fall wissenswert ist und so weiter. Also wir haben uns wirklich große Mühe gegeben. Plus, und das ist auch etwas, was uns sehr am Herzen liegt, wir achten darauf, dass die Stücklisten dieser Sets keine Teile enthalten, die in irgendeiner Weise Geschmacksmuster oder Patente von den etablierten Herstellern verletzen. Wir achten peinlichst drauf, sortieren die Stücklisten aus und ergänzen, falls nötig, durch andere Steine, die eben völlig frei und legal sind. Gibt es eine Nummer kleiner auch? Ja, haben wir auch. Richtig süße Dinos mit Knopfaugen, 6 verschiedene Modelle, die im Display erhältlich sind. 6 habe ich schon mitgegeben als Muster für jemanden, aber wir haben die Modelle alle noch mal da. Auch beweglich dann? Auch super beweglich und auch sehr kundenfreundliche Preise. Das würde ich allgemein sagen. Wir sind vielleicht auf 50% des Preisniveaus, was man bei etablierten Herstellern normalerweise erwarten würde. Trotz der hohen Qualität sind wir wirklich stolz drauf, aber ist auch eine Herausforderung, das immer wieder herzustellen. Als Ergänzung zu diesen Klemmbaustein-Sets haben wir seit 2 Jahren begonnen, auch das Thema Bauplatten für uns zu entwickeln. Und wir haben dort 2 Dinge, die ich besonders herausstellen möchte. Das eine ist die Stapelbarkeit oder unterseitige Bebaubarkeit unserer Platten. Das gibt es zumeist bei den etablierten Herstellern auch nicht. Unsere Bauplatten kann man eben auf verschiedenen Ebenen einsetzen. Sie sind von unten anbaubar und sind nicht plan, wie man das sonst kennt. Und das Zweite, was eben besonders ansprechend ist, wir haben eine ganze Reihe von schönen Designideen, damit das Kind schneller in der Spielszene ist und sich nicht nur vorstellen muss, es ist in einem Park. Nein, hier ist es in einem Park mit Wegen oder hier ist es in einer Vulkanlandschaft und kann hier seine Dinosaurier platzieren. Hier an der Wand haben wir ein sehr schönes, großes Inseldesign. Da kann man sich vorstellen, wie man seine Piraten-Sets wunderschön in Szene und zur Geltung bringt. Das ist jetzt aber für die großen Steine, für die im großen Raster. Wir haben das auch im Lego-kompatiblen Format. Ich zeige mal hier gerade die Wellenplatte. Da haben wir kleine Fischchen mit integriert und ein paar Wellen. Und das ist jetzt auch für Lego-kompatible. Wir haben auch fotorealistische Bedruckungen. Beispielsweise hier eine Bauplatte mit einer Rasenoptik. Ja, warum muss das Kind sich selber vorstellen, dass die grüne Platte jetzt für Rasen steht? Auf unserer Platte sieht es, da ist Rasen. Das nimmt die Baustein-Community begeistert auf. Wir kriegen jede Woche eine neue E-Mail mit einem neuen Themenvorschlag. Macht uns doch mal eine Winterlandschaft, macht uns doch mal Kopfsteinpflaster und dergleichen, eine Planetenoberfläche. Wir hören da gut zu und kann nur ehrlich sagen, jede Anregung, die uns erreicht hat, haben wir nicht bereut, weil wir spüren, wir stoßen da in eine Nische, die es so im Markt nicht gibt. Wir können das mal hier anschaulich demonstrieren an einer Szenerie zum Thema Planeten. Dort haben wir echte Bilder vom Mond. Wir haben die Rechte erworben an den Bildern und durften die dann auf die Bauplatten drucken. Komplette Planetenplatte, eine Halb und Halb, Planet und Weltraum und komplett der Weltraum mit den kleinen Sternen, Sprenkeln. Und ich glaube, man sieht das ganz offensichtlich, wie sehr viel mehr die Sets dort zur Geltung kommen, wenn sie in einer optischen Umgebung sind, wie jetzt die Rakete oder so ein kleiner Mond Rover oder ein Astronaut, wo sie eben auch hingehören. Ja, dann ist die Szenerie gleich viel stimmiger und ja, das erkennt jeder Klemmbaustein-Fan auch sofort, was da für einen Nutzen und einen Reiz liegt. Ich kann mir vorstellen, dass das dann nicht nur für Kinder interessant ist, sondern auch für die Sammler, die dann irgendwas realistisch in Szene setzen. Ja, unbedingt. Stellen wir uns vor, wir haben schöne Star Wars Modelle oder was auch immer, Star Trek Modelle und können die jetzt auch auf die Bauplatten setzen, wo sie hingehören. Es hat gleich eine andere Wirkung und ja, das lieben die Fans. Gut, das war eigentlich ein schöner Ausflug jetzt hier in die Stax Beleuchtungswelt und in die Dinosaurierwelt von Open Bricks.
Und es hat mich gefreut, dass wir das jetzt hier mal sehen konnten. Ich bedanke mich hier für die schönen Erklärungen. Sehr gerne. Ihnen auch viel Erfolg weiter mit Ihren Videos.